Was geht? Geht's bei dir? Hallo, hallo. Wir gehen jetzt all in. Let's go. Aber für mich war nur im Kopf, bitte, bitte, egal wer, Hauptsache ein Tor schießt und dann, dass Donny das getroffen hat und so schön. Aber ich glaube, davor wollte der Trainer schon Jamie reinbringen und dann, wie der Fußball so seine Geschichte schreibt, hat Donny das Tor getroffen und dann, ja, das ganze Stadion ist aufgestanden. Jeder war einfach erlöst, so, dass wir 1-0 getroffen haben und wir alle waren auch glücklich, weil wir wissen auch, wie hart das war. Ja, letztes Jahr kam der auf mich zu, meinte, ja, ich brauche da ein Trikot und dann dachte ich mir, okay, was kann ich denn so dann fragen? Und dann habe ich nach Mütze gefragt. Dann bin ich zu ihm, also ins Büro gegangen, aber der war schon, glaube ich, bei den Medienleuten schon und dann konnte ich da nicht stören. Habe ich dann mein Trikot liegen gelassen. Und dann habe ich einfach gehofft, dass er, wenn er dann nächstes Jahr hier zu uns kommt, dass er mir auch die Mütze gibt. Und dann nach dem Spiel kam er auf mich zu und dann so kamen dann die Geschenke. Auf jeden Fall coole Sachen. Ich freue mich auch darauf und das wird auch einen besonderen Platz bei mir haben. Wir haben noch ein kleines Statistikquiz für dich zum Spiel gegen Köln. Was denkst du, wer ist gegen Köln am meisten gelaufen? Julian Brandt, Marcel Sabitzer oder Julian Riasson? Boah, lass mich mal kurz nachdenken, bitte. Julian Brandt. Ich würde sagen Julian Brandt. Nee, war Marcel Sabitzer. 12,5 Kilometer, Brandt 11,8, Riasson 9,8. Wer hat denn die meisten Zweikämpfe gewonnen? Niklas Süle, Emre Can oder Rami Bensebaini? Bensebaini. Ja. Der gewinnt immer Zweikämpfe, Mann. Wer war am schnellsten? Karim Adeyemi, Yusufa Moukoko oder Mats Hummels? Ich schätze mal, habe Karim einen Sprint gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich kann mal. Ich würde. Boah. Warte mal. Boah, ich würde Mats sagen. Nee, war Karim. Ja, ich habe das gesehen und auf jeden Fall, der Mats hat auf jeden Fall sehr guten Humor. Also immer, wenn du so auf seine Bilder gehst, lachst du nur noch zu Hause. Ja, was soll ich sagen? Manchmal kann er auch der Schnellste sein. Ich glaube, 3 Kontakte mitgenommen, dann gescheppert. Ich wusste auch nicht, dass der Ball so drin war. Ich habe nur gehört, wie die Menschen aufgestanden sind. Dann dachte ich mir, wow. Und dann nach dem Spiel habe ich die Tore geguckt. Auf jeden Fall sehr selbstbewusst war ich da auf jeden Fall, dass ich von der, keine Ahnung, 50 Meter mit rechter, war auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich habe das Rücken da gemacht, also ungefähr, aber bei mir war ein bisschen weiter hinten. War schöne, also 2 schöne, wunderbare Tore gemacht und ich hoffe auch, dass der Samstag mir auch gelingt. Dass auf jeden Fall optimal in Bochum auch sehr schwer sein wird, wissen wir alle, weil, sage ich mal, du spielst eine kleine Derby und die spielen zu Hause und die sind abhängig von den Zuschauern genauso wie wir und wenn die Zuschauer da sind, dann ist jede Mannschaft motiviert. Die wollen um jede Punkte kämpfen, weil die einfach vom Abschied irgendwie auch so kämpfen. Ja, auf jeden Fall müssen wir uns vorbereiten, bereit sein, die Härte anzunehmen und dann fußballerisch dann so zu lösen. Wir haben nämlich mit einem deiner Ex-Teamkollegen über die Partie gesprochen. Nein. Jetzt am Samstag. Schau mal hier. Ist natürlich dann auch schon wieder ein Zufall, dass es direkt gegen den BVB geht im ersten Heimspiel. Klar, über 90 Minuten ist die Freundschaft da mal zur Seite gelegt, aber danach geht man dann auch mal rüber in die Kabine und bespricht das Spiel nochmal nach. Ja, für uns wäre natürlich dann auch wichtig, seine Reaktion zu zeigen zum Spiel vom letzten Samstag, wo wir nicht gut waren. Und da sind wir auch den Fans schuldig, dass wir hier 90 Minuten ein Feuerwerk abbrennen und dann mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Mucki hat sich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre. Hat es auch absolut verdient, auf Spielzeit zu kommen. Würde mich natürlich freuen, wenn er am Samstag nicht trifft. Dafür dann aber in anderen Spielen. Und einfach ein guter Junge. Ich freue mich sehr, weil der einfach letztes Jahr für mich da war, als die Zeit so hart war, wo ich wenig gespielt habe. Ich glaube, der kennt das. Und er hat mich auch da versucht zu helfen, Dinge zu sagen, dass ich trotzdem an mich daran glauben soll, dass immer mal die Chance kommen wird und dann wird funktioniert.
sehr, sehr guter Familienmensch, wirklich. Der ist sehr gut zu mir gewesen, eine sehr gute Freund geworden. Ja, ich freue mich, ihn so an Samstag zu sehen. Ich hoffe, dass ich sein Trikot dann bekomme. Ja, auf jeden Fall auf die Duelle freue ich mich und das Tor werde ich versuchen zu treffen, auch wenn er das nicht möchte. Something funny about Youssoufa is probably, I don't know if it's funny, but I think he has the worst English in the squad, so sorry Youssoufa. Ja, der hat recht, ich muss Englisch lernen. Ich glaube, ich bin der Schlechteste in Englisch und dann kommt Schlotti. Muki, erklär uns doch mal allen, wie das immer bei 2 Kontakte ist, wenn du und Niki gegenseitig Nacken verteilt, was da immer los ist, wieso ihr euch danach immer streitet. Grüße. Mit Niki, der ist sehr guter 2-Kontakte-Spieler und manchmal verliert er so. Und wenn jemand verliert, kommt der scheppert dir, du denkst ja, was hat der in seinen Händen, so Beton oder was. Und bei ihm, wenn du das, also bei mir ist immer der Fall, ich komme von hinten, ich klatsche ihn und dann sagt er nicht auf Kopf, aber hier ist ja Ganze, hier ist ja Nacken so. Und dann streiten wir uns, dann Wörter fliegen hin und dann am Ende gehen wir dahin, sagen wir Entschuldigung und fertig. Also ist schon witzig mit ihnen so 2 Kontakte zu spielen. Ja. Okay, Muki, entweder oder. Frühstück oder Mittagessen? Frühstück. Frühstück mit Marco Reus oder Gregor Kobel? Marco Reus. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Youssoufa oder Muki? Muki. Rausgehen oder zu Hause chillen? Zu Hause chillen. Zu Hause chillen mit Karim Adeyemi oder Mats Hummels? Mats Hummels. Selbst kochen oder bekochen lassen? Selbst kochen. Selbst kochen zusammen mit Jamie Bino Gittens oder Julian Brandt? Mit Jamie. Hamilton oder Messi? Messi. Lachs oder Fufu? Fufu. Trash-TV oder Netflix? Netflix würde ich. Sitzplatz oder Südtribüne? Südtribüne. Südtribüne zusammen mit Niklas Süle oder Marius Wolf? Mit Niki Süle. Instagram oder TikTok? TikTok. TikTok oder WhatsApp? WhatsApp. Deutscher A-Jugendmeister oder Derby-Held vor der Süd? Derby-Held vor der Süd. Hamburg oder Dortmund? Hamburg. Selbst Autofahren oder Beifahrer sein? Beifahrer sein. Beifahrer sein von Salih Özcan oder Emre Can? Von Salih Özcan. Lieber ein cooles Reel oder ein cooles Foto von dir auf den BVB-Kanälen? Cooles Foto. Dragon Ball oder Ninja Turtles? Dragon Ball. Knierutscher nach einem Tor oder dein neuer Ninja Turtles Torjubel? Meine neue Jubel. Kannst du denn den Jubel jetzt, während du hochhältst, einmal für uns machen? Scheiße. Ja, sehr gut. Danke dir. Alter. Schmelle ist auch hier gewesen, Luca, Eckart, Ansgar. Geil, Digga. Er ist ja immer gleich geblieben, nichts geändert. Okay, das ist nicht meins. Ne? Ich ganz gerne Marvin fragen, meine Zimmer war immer sauber. Ja? Weil Donnerstag war ja immer Zimmerkontrolle und das muss immer sauber sein. Ja, hier, ich hatte einen Schrank hier gehabt, also kleines, nur für Jones und alles andere hatte ich dann draußen gepackt. Ja. Ich war 4 Jahre hier, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil hier waren wir mit so vielen jungen Spielern. Uns war nie langweilig, es war immer viel los. Und also auch ein Dankeschön an Marvin und Franzi, die haben alles mitgemacht. Das war sehr schön. Manchmal, wenn wir frei hatten, waren wir bis 2 Uhr, 1 Uhr wach, haben wir Musik angemacht, getanzt. Das war unfassbar. Und wenn man jetzt an Handy so geht und guckt sich so die Video, man lernt dann so zu schätzen, wenn irgendwas schon so vorbei ist. Ich glaube, würden wir die Zeit so drehen, würden wir viele Sachen richtig machen. Ja, wir waren junge Bursche, also, die zusammen Spaß hatten. Ja, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich rede, weil das war einfach so sehr tolle Zeiten mit den Jungs. Traurig, dass er so zu Ende gegangen ist, aber irgendwann geht alles zu Ende. Profi zu sein hier bei Dortmund ist was ganz Besonderes, weil viele schaffen nicht. Ich glaube, ich hatte viele
gute Top-Spieler gehabt in einer Mannschaft. Ich war mir 100% sicher, dass sie das so schaffen würde, aber am Ende hat man gesehen, dass auch der Weg dahin nicht einfach ist. Du musst durch Steine gehen, du musst Berge hochgehen. Am Ende musst du einfach durchhalten, du musst Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen haben, dass du auch so schaffen kannst. Und wenn du das in deinem Kopf so hinbekommst, dann fehlt nur noch Disziplin, harte Arbeiten und Ernährung und gut zuhören und dann kriegst du das hin. Ja, ich glaube, Ansgar und ich können so sagen, ja, wir haben da geschafft. Und Gio Reyna, aber ich zähle ihn nicht, weil der so spät dazu gekommen ist, aber trotzdem 3 Jungs bei dem Profi zu sein, kriegst du nicht so in jedes Jahr. Für die Jungs hier geht es jetzt gegen Bielefeld und Köln und für mich gegen Bochum. Alle Termine sind hier und die Jungs würden sich so sehr freuen, wenn ihr mitkommt.